Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Bash-Skripten. Heute geht es um Funktionen. Funktionen sind sehr, sehr praktisch, weil ihr damit quasi euren Code lesbarer machen könnt und Sachen auslagern könnt. Das heißt, ich kann jetzt dieses komische Gedöns hier einfach auslagern in eine Funktion und genau das habe ich jetzt vor. Wir schreiben uns eine Function, nennen sie jetzt erst einmal einfach ls. Warum nicht? Ja, wobei ls ist vergeben. Mein ls. So, mein ls. Und dann machen wir hier einfach ein Leerzeichen hinten dran und eine geschweifte Klammer auf und unten drunter eine geschweifte Klammer zu. So, und jetzt normalerweise rückt man das hier alles ein, wie bei einem if eben auch. Man rückt das alles in einen Tabulator ein und dann passt die Sache. Jetzt haben wir schon eine Funktion. Wenn wir jetzt allerdings das Ding im Terminal starten, dann sehen wir, dass nichts passiert ist. Das liegt daran, dass wir unsere Funktion aufrufen müssen, irgendwann mal. Hier haben wir sie definiert. Und irgendwo müssen wir sie auch noch aufrufen. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel sagen, ich hätte ganz gerne einfach hier die Funktion aufgerufen, sprich wir geben einfach ein mein ls. So, das ist alles. Das ist jetzt quasi ein neuer Befehl, den ihr für euer Terminal hier irgendwie kreiert habt. Quasi ein neuer Befehl. Normalerweise kann man hier nur so Sachen machen wie grep oder ls oder keine Ahnung, all diese Sachen. Und jetzt habt ihr quasi einen eigenen Befehl hier kreiert, der für euch in eurem Skript läuft. Sehr geil. So, und genau das machen wir jetzt mal. Hier haben wir automatisch wieder den Output. Item. Unbenanntes Dokument, Item.klick mich, ich bin eine Fee. Okay, sehr geil. Naja, was bringt mir das Ganze? Ich kann zum Beispiel jetzt hier ein cd ... ausführen. Und dann kann ich mein ls nochmal ausführen, ohne dass ich hier an diesem mein ls irgendwas ändern muss. Und die Dateien werden trotzdem ausgegeben. Und wir sehen, oh ja, wir sehen, dass da viele Dateien ausgegeben werden. Woran liegt das? Wenn ich jetzt hier einen Teil zurückgehe, dann sehen wir hier, dass da meine ganzen Tutorials drin rumliegen und die ganzen, oder nicht alle, aber ein Großteil meines Codes, den ich mit euch geschrieben habe, der liegt da eben drin rum. Da kommt halt relativ viel bei raus. Vor allem, wenn wir alle Unterdateien lesen, was wir hier durch Find eben machen. Und hier haben wir tatsächlich auch Android-Apps dabei und das ist natürlich dann ein Haufen Zeug. Das heißt, nicht irritieren lassen von dem ganzen Kram. Was wir hier im Prinzip gemacht haben, wir haben Code ausgelagert, so dass wir ihn wiederverwenden müssen, ohne dass wir irgendwas machen. Und dadurch, dass wir jetzt hier tatsächlich auch einfach die Kommandozeile oder das Terminal ganz normal benutzen können, macht es natürlich Sinn, wenn wir hier das alles auch mal machen. Wir können natürlich ja auch mit ls arbeiten, wir könnten auch einfach sowas machen. Aber dann würden wir nicht alle Dateien kriegen und ja, und außerdem haben wir es uns nicht selber geschrieben. Okay, dann haben wir hier nämlich Item und dann hier ein, ja genau, die ganzen Sachen, die eben im Überordner drin sind. Geht natürlich auch, aber selber schreiben ist cooler und außerdem kriegen wir durch mein ls alle Dateien in allen Unterordnern. Okay, sehr cool. Jetzt, warum brauche ich dazu ein extra Video? Naja, weil erstens mal Funktionen was Großes sind. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und zweitens gibt es noch etwas, was ich euch zeigen muss. Und nämlich, das Ganze sind Parameter. Und Parameter übergebe ich an eine Funktion überhaupt nicht. Ich nehme einfach an, dass sie da sind. Was wir jetzt also hier machen, ist folgendes. Wir sagen, okay, wir nehmen an, wir haben eine weitere Variable hier drin, die nirgendwo drin steht. Und die nennen wir $1. $1 bedeutet in einer Funktion, das erste mitgelieferte Argument sozusagen oder der erste mitgelieferte Parameter. So, wenn wir das jetzt ausführen, ich mache jetzt hier tatsächlich mal das hier wieder raus, denn ansonsten haben wir ein Problem und können es nicht lesen. So ging das Ganze noch gut zu lesen. Ja, wir sehen jetzt hier, alles funktioniert ganz prächtig, aber $1 ist irgendwie leer. Ist ja okay, macht ja nichts, kann man ja so lassen. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel als einfach hinten dran, hinter diesem Dings, als Argument sozusagen für meinen Befehl im Terminal was mitgebe, sowas wie, sagen wir mal, Item, ich bin sehr einfallslos, tut mir leid, einfach Item und dann das Ding ausführen, dann sehen wir hier, dass vorne dran Item hingeschrieben wird. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen Parameter verwendet und diesen Parameter müssen wir erst hier unten angeben. Hier könntet ihr zum Beispiel jetzt den Ordnernamen hinbringen und dann in mein ls einfach nur genau diesen Ordner ausgeben. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Wenn wir jetzt mehr als einen Parameter haben, ihr habt wahrscheinlich schon richtig geraten, haben wir noch ein $2 und ein $3 und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann hier Item Einfallslosigkeit mit übergeben. Und wenn ich das Ganze ausführe, dann sehen wir hier Item, Einfallslosigkeit und dann kommt tatsächlich das jeweilige Ding, was wir da ausgeben wollen. Das heißt, hier
einfach Parameter benutzen. Wenn ihr kein Parameter angibt, ist es auch nicht schlimm. Dann wird einfach das Ganze angenommen, als wäre es leerer String oder eine Null, wenn es eine Zahl sein muss. Also wenn es eine Zahl sein muss, ist es standardmäßig immer 0. Wenn es ein String sein muss, dann ist es eben einfach ein leerer String. Also quasi nichts. Ja, ziemlich praktisch. Parameter sind so relativ leicht zu definieren und man muss sie nicht mal angeben. Genau, das war's von meiner Seite auch schon wieder und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.